Ja, meine Damen und Herren, ich habe Ihnen versprochen, auch eine andere Seite von diesem Ganzen zu erzählen. Nämlich, es gibt in dieser gleichen Überlieferung zum Teil, man nennt Überlieferung auch oft Kabbala. Das Kabbala kommt von Kibel, das bedeutet empfangen, aber auch übertragen. Beides in einem. In manchen Sprachen, gerade alten Sprachen, ist das gleiche Wort, der Gegensatz und die Sache selber. Nun, dort wird auch von der Sprache erzählt und die Sprache sei gebildet aus einer gewissen Struktur der Erscheinung. In der Sprache kennt man auch dasjenige, was wir im Körperlichen auch kennen, im Erscheinenden also, nämlich eine Entwicklung. Und in der Sprache ist der geschriebene Konsonant ist dasjenige, was eine Darstellung ist, eine Identität ist, mit dem, was wir nennen, den erscheinenden Körper. Nicht nur der menschliche Körper, der erscheint, alles, was also körperlich erscheint, was in unserem physischen Sinne in Schwingungen ist, welche man hören oder sehen kann, erfahren kann, das sind dann die Konsonanten. Sie drücken sich beim Worte aus, dass man den Konsonanten sprechen kann, aber nur sprechen kann, wenn man Körper hat. Man braucht Zähne, Zunge, Gaumen, harten, weichen Gaumen, Lippen dazu, um Konsonanten auszusprechen. Das will sagen, Konsonanten sind das meist Körperliche in der Sprache. Beim Aussprechen auch und beim Zeichnen, beim Schreiben, wo man sagt, ich drücke jetzt in Formen aus, was ich ausspreche, sind die Konsonanten die einzigen Zeichen, welche in den alten Sprachen auch gezeichnet werden. Denn die Vokale zeichnet man dort nicht. Vokale sind arbiträr. Vokale kann man so gerade ausfüllen, wie man will. A oder O oder E, wie es einem passt, oder wie man sagt, es ist der Brauch, diese Vokale zu benutzen. Vokale existieren in den alten Sprachen, auch im Hebräischen also nicht. Nun gibt es in diesem Aufbau der Sprache, in dieser hebräischen Ursprache, gibt es dann 22 Zeichen. 22 Konsonanten, könnte man sagen. Der erste Konsonant ist ein Konsonant, wird aber gar nicht ausgesprochen. Weder als Vokal noch als Konsonant. Er ist Träger, auch wie andere Konsonanten, von Vokale. Aber als Konsonant ist er nicht hörbar. Das erste will sagen, dort an der Grenze ist das Erscheinende da und doch nicht da. So entweder oder. Das ist für die Grundlage, möchte das erst so mitteilen. Diese 22 Konsonanten in der hebräischen Sprache werden dort im alten Wissen auch verglichen mit den 22 Zeichen in der indischen Musik. Dort gibt es 22 Zeichen, Noten könnte man sagen, wo wir im Oktav nur 12 haben oder eigentlich 7 zum 8. hin. Dort gibt es 22. Das ist ein Brauch, kann man sagen. So muss man es akzeptieren. Aber merkwürdig, dass dort auch die 22 erscheinen, nicht im Sinne, wie bei uns im Hebräischen dieser Seite, als Konsonantzeichen, sondern als Tonzeichen. Nun, diese Konsonantenzeichen im Hebräischen, und von dem sprechen wir also im Moment, denn da bin ich doch wohl
das will ich auch sagen, sachverständig. Das andere ist für mich, ja, interessiert und sehr interessiert, aber ich kann nicht behaupten, ich sei dort nun wirklich sachverständig. Ich kenne auch keinen Europäer oder Amerikaner, der sachverständig ist, obwohl viele es behaupten, aber das ist eine andere Sache. Aber ich wage das nicht, ich weiß, was es braucht, um sachverständig zu sein. Aber gut, wir reden nun mal vom Hebräischen und dort ist der Aufbau der Konsonanten eine Entwicklung. Man sagt nämlich, es gibt 3 Mutterzeichen, 3 Urzeichen und diese 3 Urzeichen sind erst da, dann aus diesen 3 Urzeichen kommen später, sagt man in der Sprache, scheint später, nicht, dass beim Menschen später kommt, kommen dann 7 sogenannte doppelte Zeichen und dann kommen als letzte Phase 12, wie man sie nennt, einfache Zeichen. Zusammen, also 3 plus 7 plus 12 macht 22. Das sind die 22 Zeichen. Die Konsonantzeichen, welche man ausspricht, wie man Konsonanten spricht, mit Lippe, Zunge, Zähne und so weiter. Vokal ist ein Atem, weiter nicht. Das braucht man keine Lippen, nichts, das ist ein Vokal. Das ist ein Klang. Mit Vokale könnte man singen, ohne die Sprache darzustellen, eine Sprache überhaupt darzustellen. Konsonanten sind die ersten Bausteine jeder Sprache. Nun sind diese 3 Mutterzeichen, manchmal werden sie auch Vaterzeichen genannt, das hat seine Bedeutung, aber jetzt nicht als Thema daseiend. Diese 3 Mutterzeichen sind 3 merkwürdige Zeichen, nämlich man sagt, ein Zeichen ist am Kopfe des Menschen, eins ist dort, wo sein Herz ist, der Rumpf des Menschen, der Oberteil des Rumpfes, und das 3. Zeichen ist der Unterleib des Menschen, der untere Teil. Und diese Zeichen stimmen überein mit der Funktion des Menschen. Das ist altes Wissen, Überlieferung. Ich habe von dem auch geschrieben, in einem kleinen Büchlein kurz geschrieben. Es sind auch größere da, kommen ganz große. Es kommt auch Tonbandkassettenkurs von mehreren Jahren, wo das noch ausführlich erzählt wird. Das ist also Thema für Jahre. Das kann ich nicht so in kurzen paar Minuten sagen. Aber es werden dort diese Zusammenhänge zwischen dem menschlichen Körper, zwischen dem menschlichen Leib auch und dem Sprechen, den Zeichen des Sprechens, wird da ein ganz klarer Zusammenhang dargestellt und merkwürdigerweise, das stimmt, weil, wenn man es anwendet, stimmt es auch. Es stimmt nicht theoretisch oder nach einer Theorie, es stimmt in der Anwendung. Nun werden diese 3 Zeichen, die man kennt, das Zeichen am Haupte ist das Zeichen, das wir als Sch kennen, wie Schokolade, sagen wir. Das ist das Zeichen des Hauptes, das Sch-Zeichen. Das falsch sein könnte, wenn man nicht Sch sagt, sondern S sagt. Und dann ist es an der linken Seite, sagt man, könnte dann gefährlich werden. Es ist ein Sch-Zeichen. Das Zeichen am Haupte. Das Zeichen hat einen Namen und der Name dieses Zeichens im Hebräischen, Shin, ist auch Wurzel der Worte für Zahn, das was aufnimmt beim Essen, zermalmt, ist auch Wurzel für den Begriff ändern und alt werden. Das ist ein Wort Shin. Hat seine Bedeutung. Das Wort Jahr kommt auch von dort her. Und nun das Zeichen, welches beim Menschen im Unterleib ist das Zeichen M, Mem, sagt man im Hebräischen. Das bedeutet Wasser eigentlich. Das ist der Unterleib des Menschen. Und dann gibt es das Zeichen, wie ich sage, beim Herzen, in der Mitte des Menschen. Das ist das erste Zeichen, die Aleph. Aleph bedeutet im Hebräischen eigentlich Haupt. Aluf ist Haupt. Im Hieroglyphen ist es das Haupt eines Stieres, des Taurus.
Diese 3 Zeichen, sagt man, das ist Ursprung auch der Möglichkeit des menschlichen Erscheinens. Mit diesen Zeichen kann man den Menschen erwecken. Nicht über Zauberei, aber auf andere Art kann man den Menschen mit diesen 3 Zeichen erwecken. Diese Zeichen haben, wie in den alten Sprachen, selbstverständlich wie alle Zeichen eine Reihenfolge und haben auch nicht nur Wert als Konsonant, sondern auch als Proportion. Denn alles, was erscheint, könnte man auch in Zahlen ausdrücken, in Formeln, an der Hand der Schwingungen, Frequenz, anhand der Länge, der Wellenlänge, alles Mögliche. Man kann das in Proportionen darstellen. Dieses Wissen, ein altes Wissen, uraltes Wissen, kennt dann auch die Konsonanten nicht nur als Sprachmöglichkeit, sondern auch als Zahl- und Zählenmöglichkeit. Das ist der Grund auch, warum wir im Deutschen vom Erzählen sprechen. Das Erzählen sagt schon, dass die Zahlen damit benutzt werden. Raconter und im Hebräischen Saper ist alles mit Zahl verbunden. Sogar tell, nicht to tell im Englischen. Auch in allen Sprachen, die ich so übersehen kann, ist das Gleiche der Fall. Ohne es übersetzt wurde, es scheint im Menschen also schon programmiert zu sein, dass er weiß, wenn er spricht, dann ist ein ganz gewaltiger Computer im Gange, der ordnet alles, meine Gedanken überträgt es, über meine ganzen Nervensystem, sagen wir dann, weil wir gerne das biologisch sehen möchten, bis der Laut rauskommt und das Wort da ist. Und nicht nur das Wort da ist, sondern mit dem Worte die Übertöne mitkommen und das ganze Verständnis da ist. Es schwingt alles mit. Das ist Erzählen. Nun sind diese 3 Zeichen, das Zeichen des Hauptes ist 300, die Shin, das Zeichen des Herzens ist die Aleph, das ist 1, und das Zeichen des Unterleibes, das ist die Mem, das ist die 40. Also wenn man sagt, der ganze Mensch also, von oben bis unten, ist 341. Nun weist das alte Wissen darauf hin, dass Hodu und Kusch im Hebräischen genau 341 ist. Also Hodu schreibt man für diejenigen, welche Hebräisch ein wenig kennen und verstehen, wird geschrieben mit He, Dalet, Waf. Das ist in Zahlen also 5 und 4 und 6. Also 5 und 4 ist 9 und 6, das ist 15. Und Kusch, also Afrika, wird geschrieben als Kaf, das ist 20, und dann Waf, das ist 6, und dann Shin, das ist 300. 326. 326 plus 15 ist 341. Das will sagen, das Reich des Achashverosch, von Indien bis Afrika, von einem Äußeren im Menschen bis zum anderen Äußeren, auch vom Kopf, von Haupt bis Unterleib, all das Ganze ist das Reich des Achashverosch. Ich habe in der Pause also hier zu mir genommen, leihweise ein Buch, das hier dann auch aufliegt, und da steht vorne auch dieser Zeichnung des Menschen, so schematisch, am Kopf dieses Shin-Zeichen, da inmitten diese Aleph-Zeichen, und da unten dieses Mem-Zeichen. Also steht auch 341. Es steht tatsächlich 341 hier. Das will sagen, der Mensch von Scheitel bis Sohle, könnte man sagen, ist das Reich des Achashverosch. Das ist Hodu bis Kusch. Das ist also beim Menschen selber auch da. Im Menschen. Und das ist der Grund, dass ich sage, wir sollten tatsächlich versuchen, Hodu und Kusch nicht zu verdrängen oder zu projizieren, dass es weit weg von uns ist, sondern dass es in uns auch ist. Dass also das alles, was außerhalb von uns ist, deshalb schon Bruder und Schwester ist von uns, weil es innerhalb von uns ist. Nicht, dass ich sagen muss, ich muss mich dann sehr stark zusammennehmen, um diesen als Bruder anzuerkennen, sondern
ich würde mich spalten, mein Äußeres und Inneres, wenn ich nicht täte. Nicht, dass ich sage, ich habe eine sentimentale Beziehung zu ihm und ich mag ihn, weil er so sanft aussieht oder so schön aussieht. Das wäre sentimental und nicht echt. Echt ist es, wenn ich empfinde, dass was ich außerhalb sehe, innerhalb ist. Wie wir doch auch wissen, auch aus dem alten Wissen, aus dem neuen Wissen, dass Objekt und Subjekt doch eigentlich eins sein könnten. Da die Sache, die ich sehe und mein Auge sind dadurch verbunden zu einer Einheit, sind nicht mehr getrennt. Und das Ohr, das die Stimme hört, ist mit dem Mund des anderen, der die Stimme dann jetzt benutzt, ist verbunden. Und dann ist es eine Einheit da. Wenn es hier dann auch stimmt, kommt auch von Stimme, das Stimmen nicht. Wenn es hier stimmt, dann müsste auch tatsächlich mein Mund mit euren Ohren eine Einheit sein. Und das, glaube ich, ist dann hier und da oder vielleicht öfters der Fall. Dann ist diese Einheit da. Das bedeutet aber auch, dass ich mit allem, womit ich verbunden bin, Einheit bin. Sobald ich Sterne und Planeten konstatiere und sage, ich lehne sie ab, dass sie mein Schicksal mitbestimmen, dann sage ich, bist du gespalten. Es will nicht sagen, dass du Diener der Sterne sein sollst, genauso nicht wie Diener deiner anderen Emotionen, die bei dir sind, sondern erkenne an, dass es eine Einheit gibt zwischen all dem. Und ich glaube, das urindische Denken und Wissen kennt diese Suche, diese Sehnsucht nach Einheit, möchte das. Denn dieses Wort für Hodu, das ich soeben buchstabiert habe mit seinen Zahlen, war doch, wenn Sie sich das noch erinnern, es steht jedenfalls am Tonband, auf der Kassette ist es festgelegt, ist es also 15. Es war also die 5 und die 4 und die 6. Und 15 kennt man im Hebräischen auch als das Wort Ja von Halleluja, als Gott, ein Namen Gottes. Dass also der Begriff, die Proportion 15, das ist keine Mathematik aus der Gleichnismathematik, sondern eine Mathematik, die überspringt eine Grenze, wo eine Erfahrung da ist, wie im Traum, eine Erfahrung, die mitkommt mit den Menschen und mit den Menschen da ist, die man nicht leugnen kann, die ist doch da. Diese Mathematik sagt, Hodu hat etwas Merkwürdiges. Es hat eine Sache in sich, es trägt im Namen schon das, was der Name Gottes in sich trägt, nämlich der Name des Herrn, den schreibt man eben als 10,5, wie diese 15, und 6,5. Das Tetragramm ist geschrieben 10,5, 6,5. Also J und die He und die Waf und die He. Dieses Wort, das man im Hebräischen nicht ausspricht, wenn man sagt, dieser Name kann nicht ausgesprochen werden, denn er enthält alle Vokale zu gleicher Zeit, kann also nicht ausgesprochen werden. Sein Stamm dieses Wortes, der Stamm ist Hove. Hove bedeutet einfach das Sein im Hebräischen. Und Gott, so ausgesprochen, wird ausgesprochen, wenn man es übersetzt, er ist. So wie Gott von sich selber sagt, ich bin. Mein Name, im 2. Buch Moses sagte seinen Namen, ich bin, der ich bin. Oder ich werde sein, das ist im Hebräischen gleich. Es ist das Sein überhaupt, Gott. Ob wir nun wollen oder nicht, unser Sein ist auf dem Grund des Seins überhaupt. Das Sein überhaupt ist Gott in allen möglichen Erscheinungsformen. Auch in den Gräsern, in den Blumen, in allem. Es ist eben dieses Sein im Namen des 10,5, 6,5. Aber 10,5 selber, das Wort Ja, wie wir sagen Halleluja, nicht preiset dem Herrn, nicht Halleluja, das ist dieses 10,5, das Ja, Namen Gottes. Halleluja ist preiset, Ja ist der Herr. Nun hat das Wort Hodu im Hebräischen aber noch eine andere Bedeutung. Es bedeutet Indien tatsächlich, aber Hodu bedeutet auch im Hebräischen lobet, jauchzet fast.
Im Psalm kommt vor oft das Wort Hodu. Im Psalm 136 zum Beispiel fängt jedes Vers an, im Hebräischen mit Hodu. Wir übersetzen preiset, lobet. Es steht aber auch, könnte man sagen, Hodu, Indien. Aber man übersetzt nicht Indien, man übersetzt preiset, lobet, nicht? Wenn man da etwas, das komisch wäre, da Indien zu übersetzen. Aber wenn in der Sprache das gleiche Wort da ist, eine Identität da ist, bedeutet es, es ist etwas, das mit diesem einen ganz nahen Zusammenhang kennt. Wir sehen, Hodu ist sehr wichtig. Wir werden, wenn wir von Kusch sprechen, von Afrika, in einigen Wochen dann werde ich von Kusch erzählen, was Kusch im Hebräischen weiter bedeuten könnte. Wenn ich jetzt zu viel Zeit dafür nehme, dann geht die Zeit mit Kusch weiter, und zwar doch das Thema heute nicht Kusch, also werde ich das nur versprechen für ein nächstes Mal, wenn Thema Afrika da ist. Nun sehen wir, es bedeutet ein Versuch der Einwerdung, der Einmachung, gerade verbinden diese Vielheit zur Einheit, und dann erst auf diesem Weg der Verbindung kann erst das kommen, dass man sagt, jetzt ist Hodu Indien, auch Hodu lobet. Und Hodu, Lob, die 5. Sephira, die 5. Phase, wie in der Überlieferung die Welt dargestellt wird, heißt Hod. Man kann das in meinem Buch Diesseits und Jenseits lesen. Nicht, dass die Phase, die 5. Phase, Hod, eine sehr, sehr wichtige Phase, wie ich dort beschrieben habe, ist auch der Lob. Aber könnte auch sagen, der Stamm des Wortes Hodu. Wir sehen also Zusammenhänge, wo wir sagen, also im Menschen ist das da. Im Inder ist das da, aber im Europäer ist es da. In jedem, der Mensch ist es da. Dort ist die menschliche Wurzel, wo wir alle zusammenkommen und dort zusammentreffen, wo unsere Herkunft tatsächlich von dieser Wurzel ist. Das will also sagen, wenn ich jetzt hier im Westen mich mit Indien auseinandersetze, dass es ein Verbrechen wäre, ich spreche anders wie Talleyrand, mehr wie ein Fehler, er sagt, es ist schlimmer wie ein Verbrechen, ein Fehler, aber ich drehe es um und ich sage, es ist schlimmer wie ein Fehler, es ist ein Verbrechen. Talleyrand hat deshalb sehr schnell wechseln können in seinem Mantel, nicht je nach der Farbe des Regimes, aber das ist doch modern, das ist einer der ersten der modernen Zeit, kann man sagen, obwohl ich ihn weiter nicht mit ihm habe, mit Talleyrand, das ist schon längst, aber ich will nur sagen, er wird so genannt und das ist so ein Zeichen dieser Zeit vielleicht auch, aber ich will nur sagen, wenn wir im Westen als westliche Menschen Indien nur sehen, entweder als eine Distanz interessant zu besuchen, dass es interessante Tempel gibt, interessante Leute dort und so weiter, dann ist etwas Schreckliches geschehen. Wir haben Distanz gemacht. Wir sind Tourist dort. Wir besuchen es. Und sagen, ich war 6 Monate sogar dort. Ja, ich war ein Jahr dort fast. Das sagt noch nichts. Was ist ein Jahr? Das geht so schnell. Man wird so überwältigt von vielen, dass man in diesem Jahr sagt, ja, ich möchte 1000 Jahre da sein. Da wüsste ich noch ganz wenig, aber ich möchte Tausende. Aber dachte ich mir dort, ich bin eigentlich schon Jahrtausende auch Inder. Wie ich auch alles andere auch Jahrtausende bin. Warum gerade dieses Jahr? Ich bin das auch. Ich bin auch Europäer. Ich bin auch Russe. Meiner Geburt nach sogar, könnte man sagen. Und ich kann alles sein, das macht auch nichts. Aber es bedeutet hier, kreiere bitte nicht eine Distanz, ich besuche es. Aber auch nicht eine Distanz, indem du sagst, ich habe eine sentimentale Beziehung zu dem. Denn das ist noch schlimmer, fast wie ein Verbrechen. Sentimental sein. Das ist die Wurzel zum Verbrechen. Und dann glaube ich, dass wenn wir
dies haben, dann sehen wir das Merkwürdige, dass Europa und Amerika, ich meine jetzt die westliche Hemisphäre, gerade weil es an einer Wende steht und große Enttäuschungen erlebt hat und erlebt, mit dem und an dem, was man glaubte, es sei Fortschritt und Kultur, dass man sich kennenlernte und in den Spiegel schaute und eine Fratze sah, eine schlechte Maske sah, ja, das kann ich doch nicht sein, dann entstand natürlich ein Bedürfnis nach Flucht, nach Emigration aus dieser Welt. Und dann ist die Gefahr gerade da, dass man sentimental wird und sich aus Sentimentalität gerade mit diesen Dingen beschäftigt. Dann kommen diese Schwärmereien, die unecht sind. Die zeigen eben ein Auswuchs. Denn die Veden sind gar nicht sentimental. Die sind real. Die sind vollkommene Wahrheit. Wie eine Mythologie auch vollkommene Wahrheit ist und niemals sentimental ist. Die griechischen Mythen sind nicht sentimental, die ägyptischen nicht und keine sind sentimental, sind real. Aber der Europäer und Amerikaner anerkennt das nicht. Er schwärmt und dröhnt Mantrams mit und so weiter und glaubt dann, er kann im Rausch kommen. Er kann auf viele Arten im Rausch kommen. Er braucht nicht das, es gibt billigere Arten sogar. Aber Indien ist nicht da, um den Westen als Rauschmittel zu dienen. Es wurde oft auch benutzt als Rauschmittelexporteur oder Importeur, je nachdem. Aber es ist das nicht. Es ist eine Menschheit so an sich und für sich und eine gigantische Form des Menschen. Es ist der Mensch, der dort, wie ich das letzte und vorletzte Mal hier sprach, der gerade aus dem Osten und Süden kommt. Ein Mensch, der eine ganz merkwürdige Herkunft hat und nicht irgendwo in einem Land gelebt. Und Indien ist an sich auch nicht sentimental, wenn man dort lebt. Man ist nicht sentimental über Tod und Kranksein. Ist sehr realistisch dort, weil man das Leben nicht nur kennt innerhalb dieser Phase von Geburt bis Tod, sondern das Leben ist dort weit, weit über alle Welten hinweg. Ist ein Sein. Man kennt das Sein und die Zusammenhänge alles Erscheinenden mit diesem großen Sein. Das ist der Grund, dass ich gerne diese Auseinandersetzung, wenn auch nur wenige Minuten, doch auch hier verwirklichen möchte und dass wir uns fragen, weil ich doch auch am Thema angedeutet habe, westliche Welt und Yoga. Da müsste ich doch sagen, ja, aber was ist dann die westliche Welt und wie betreibt sie Yoga? Ich will gar nicht mich streiten mit Leuten, die es ernst tun und ehrlich sind. Ich kenne sie nicht, aber es gibt sie bestimmt. Westliche auch. Das will aber gar nicht sagen, dass man dann wegen dieser Ausnahmen nicht sagen sollte, wie die Regel ist. Dass das eine Quelle geworden ist für ziemlich gutes Einkommen und wo es gar nicht ehrlich praktiziert wird. Dass es Quelle geworden ist für Scharlatanerie, gerade Betäubungsmittel, wo man gerne mitspielt, weil man ganz der Realität entflohen ist, ausgewichen ist und nicht mehr richtig lebt. Man müsste sich fragen, was bedeutet dieser Begriff, diese verschiedenen Yoga-Arten? Es bedeutet im Grunde doch eigentlich das Zusammenführen dieses Joches von zwei Seiten zu einer Einheit. Ich trage die Vielheit und die Einheit. Ich habe diese beiden zusammengebracht. Das ist aber ein Erleben im Menschen und keine Technik. Der Westen hat sogar das ganz Schlimme gemacht, über den Weg, den sich dann der Theosophie nennt, dass er gerade im 19. Jahrhundert in der Welt, wo die Naturwissenschaften blühten und sehr beeindruckende Erfolge zeigten, hat man angefangen, die heiligsten Dinge mit naturwissenschaftlichen Ausdrücken zu benennen.
Energie und Astralkörper und solcher Leib und so weiter, als ob da im Labor diese Dinge determiniert werden konnten. Das sind keine indischen Ausdrücke. Das sind eben Ausdrücke, die wir, die Westlichen, da haben die Engländer ihr Imperium auch so benutzt, obwohl auch Engländer sind, die es großartig benutzt haben, im guten Sinne, meine ich. Und der Westen auch. Aber hier hat man Dinge gemacht, wo man sagt, hier ist für den sentimental bedürftigen Westen etwas gemacht. Man hat das aus seiner Sache herausgeholt und für den Gebrauch, zu Konsum für den Westen zubereitet. Wie eine Konservenbüchse. Man kann das dann kaufen und öffnen und dann konsumieren. Oder wie eine Tube mit Medikamente. Dass man sagt, damit beruhigst du dich. Es ist doch gar nicht wahr, dass der Mensch nur zur Beruhigung da erschaffen wurde. Denn Gott beunruhigt ihn selber sehr stark, indem er ihm das Jenseitige zeigt fortwährend. Von gut und böse und gut und groß und klein. Die Beruhigung brauchen wir nicht auf diese Art. Beruhigung könnte uns vielleicht doch nur kommen, wenn wir die Wirklichkeit sehen. Denn wir werden nie richtig ruhig sein, nur betäubt und berauscht, wenn wir eine Seite der Wirklichkeit einfach abschneiden, abtrennen. Dann tun wir das Gleiche, was ich im Anfang des heutigen Abends erzählte, was der König Ahasveros tat. Der glaubte, sein Reich zu beherrschen und hatte nur die eine Hälfte. Die andere hat er verdrängt, aber die hat sich gemeldet im Sinne der Esther, des Verborgenen im Menschen. Wenn wir sagen, wir wollen nur den Frieden und die Ruhe haben, das bin ich vollkommen einverstanden, möchte ich auch. Aber die Wirklichkeit ist, dass viele Leute das nicht möchten. Und auch, aber selber sagen das, ich störe die. Diese einen sind ruhig, sagen sie, aber ich komme und störe. Und das stimmt vielleicht sogar auch, ohne dass ich es möchte. Und so ist in der Welt immer der Gegensatz da. Immer ein Kampf, eine Konfrontation da. Die Natur zeigt es. Die Pflanzen, die Tiere schon, der Mensch. Überall sehen wir, es ist ein hartes, grausames Dasein, weil das Sein erst Ruhe ist. Das Hove, dieses Sein erst ist Ruhe. Das Dasein, die Existenz ist eine Entwicklung durch Phasen hindurch. Das ist wie eine Reinkarnation, kann man sagen. Der gleiche Mensch ist immer wieder da. Und mal diese Zeit, mal jener Zeit. Diese Welt, eine andere Welt. Viele Welten sind da. Auf vielen Arten kann man leben. Wie das Beispiel, das alte Bild, ich habe es mal einen anderen Abend hier genannt, wo gesagt wird, warum hat die Natur das Bedürfnis, so tausendfach, millionenfach Saat zu machen, wenn nur so wenig hervorkommt. So viele Eier sind da, Fischeier und so weiter, ganz wenig kommt heraus. Und wenn alles herauskäme, wäre die Welt verschüttet, erstickt von all diesen Wesen, die herauskämen. Aber warum kommen dann all diese Eier und diese Saat? Die Antwort ist dort, weil diese Welt hier nicht die einzige Wirklichkeit ist. Wenn sie hier aussehen, als vernichtet zu werden, dann kommen sie anderswo. Sie erscheinen wie die Übertöne. In der Musik erscheinen sie als Schwingungen anderswo. Nicht konkret hier, konkret anderswo. Andere Seiten schwingen mit. Und dort sind sie konkret. Deshalb ist die Vielheit, dir zu zeigen, dass die Lebenspotenz zeigt sich hier, aber sie erscheint nicht immer hier. Das könntest du wissen, deine vielen Wünsche und Gedanken, die nicht realisiert werden, aber indem du sie wünschst, sind sie schon da. Das will sagen, wenn man dieses Sein erkennt, dass dann auch die Ruhe kommen kann, dass man dann auch weiß, dann wird es irgendwo aufkommen. Ich brauche mich nicht aufzuregen. Aber der westliche Mensch hat der Schöpfung nach, und auch das hat seinen Sinn. Wir werden auch von westlicher Mystik sprechen, ein Thema, das ich auch gerne besprechen möchte. Der westliche Mensch hat eine Aggressivität. Ich vergleiche das manchmal mit dem Bild, das so merkwürdig ist. Der Inder kennt Kühe, die heiligen Kühe, auf den Straßen. Der Westliche kennt den Stier in einem Stierkampf. Das ist ganz anders. Oder die Kuh, die er benutzt.
Es ist der aggressive Stier im Westen und es ist diese Kuh, die geduldet wird, trotz Verkehrsstörungen. Das stellen Sie sich mal vor, welche Interpellationen kämen, wenn hier Kühe auf den Straßen anfingen zu zirkulieren, neben all dem anderen Verkehr noch. Aber doch kann das sein. Man kann dann auch ruhig sein und sagen, also es ist mit dem Leben etwas Merkwürdiges. Ich weiß, als ich in Indien mal sprach auch und erklärte, dass eine Kuh im Hebräischen, Far, das gleiche Wort ist wie die Wurzel für das Wort Frucht. Das, was zustande kommt aus einer These und Antithese, aus den Gegensätzen, aus männlich und weiblich. Und sie bedeutet für Indien, sagte ich, das war vor 20 Jahren, genau 20 Jahre muss es her sein, so in 56 war das, dass ich sagte, das bedeutet, ihr lasset die Frucht ruhig da sein und der Westen ist aggressiv der Frucht gegenüber. Seine Resultate ärgern ihn und den anderen und so weiter. Die Kühe, man schlägt sich mit ihnen im Stierkampf. Rotes Tuch und so weiter. Und da ist ein großer Held, der das bewältigen kann. Die Frucht hier bringt keine Ruhe. Der westliche Mensch mag die Frucht gar nicht so sehr. Schon zum Benutzen, aber nicht sie ruhig da sein lassen. Und gerade das Dasein lassen der Frucht zeigt sich im Verhalten. Die normalen Inder, die große Masse, hat keine Ahnung von diesen Dingen. Aber ich habe mit Indern gesprochen, die es wohl nicht nur ahnten, sondern wussten. Keine Exportinder, die durch die Welt fahren, um da Propaganda zu machen, Geld zu kassieren, sondern die richtigen, die wahrhaftigen, wo man sagt, sicher, in jedem Volke gibt es die Heiligen und die Großen. Sicher. Und die sagt, ja, wir nennen es in Sanskrit so, und sie weiß nicht mehr, wie das genannt wurde, und das und das. Und das bedeutet das Gleiche, diese Gelassenheit. Das war gleich verstanden, was ich meinte, und war gleich in ein paar Worte im gebrochenen Englisch, das war jenseits, ich sprach schon ziemlich gut, ja, so wie Deutsch, nicht so ganz, aber doch ziemlich gut, nehme an, Sie sagen, ich spreche ziemlich gut Deutsch, und dann, obwohl es nicht meine Sprache ist, dann so auch Englisch, das geht dann auch, aber der andere hat es nicht so, ja, kannte es, aber wir verstanden uns doch fast mehr im Schweigen als im Sprechen, wenn man schon wusste, im Ausdruck des Lächelns und des Blickes und des Sitzes war schon klar, dass man sich verstand, dass keine Worte gebraucht werden mussten. Die Obertöne waren schon da, könnte man sagen. Das kam schon mit all dem. Dass man die Kuh also sieht als Frucht da und dort. Und dieses Gelassensein, dieses Wissen dieser vielen Saat und die Samenkörner überall, das ist schon gut, wenn nicht hier, dann dort und dort und dort, wenn ich jetzt ein anderes Mal, es macht nicht, es ist schon in Ordnung, das Sein ist Grund. Oh du, ich preise, ich lobe schon, ist schon gut, ich brauche nicht, und auch Kusch ist nicht schlecht. Ich habe mal hier angedeutet, dass Moses doch auch mal die Königin von Kusch als Frau hatte. Das werden wir dann auch besprechen, wenn wir da soweit sind. Dann werden wir dann sehen, hier im Menschen gibt es dies. Ich bitte nur die Menschen, auch die Zuhörer hier, sich vor Augen zu bringen, den Gedanken und den Bewusstsein zu haben, dass sie also auch dieses Indische als Mensch besitzen, weil jeder Mensch besitzt alles aus der Welt in sich selber, wie alle Farben des Spektrums in der weißen Farbe zusammengefasst sind. So hat der Mensch auch Indien, und das wäre nur, suche doch diese Gelassenheit, diese Sicherheit, diese Ruhe, die du nicht in Worte immer propagieren müsstest, aber in deinem Sein, im Verhalten zeigte sich, dass sie da ist. Wenn man die Leute der Straße sieht, nicht in der Großstadt, wird auch eilen und so weiter, aber sonst, wenn man sieht, dann sagt man, schau, es ist eine selbstverständliche Gelassenheit, auch krank sein und Tod gegenüber und Geburt und weggehen und ohne Nachricht fortgehen und niemals benachrichtigen. Selbstverständlich, wir sind doch zusammen. Ja, wann hat er Ihnen was gesagt? Ja, schon 43 Jahre nicht, so. Und wo ist er? Ob er lebt, weiß ich nicht. Hier, aber irgendwo ist er sicher da. Das war ein Gespräch, das nur dort sinnvoll geführt werden konnte. Hier würde man sagen, ich zerplatze nicht, ich habe gar kein Interesse, wo der andere ist. Und das geht von selber, weil man weiß, man ist doch schon zusammen.
und bleibt zusammen. Das ist keine Aufregung notwendig, um dieses Zusammensein zu erleben. Der Europäer aber will das dann leisten. Er beübt das. Sagt, wenn ich gut tue, dann kann ich es auch ruhig werden. Sagt, nein, dann hast du einen Rausch und bist schwärmer geworden. Aber bist nicht das. Du kannst es als Mensch in dir selber erleben, weil du es bei dir schon hast. Das war, was ich vorige Woche sagte, Meditation und dieser westliche Mensch und Wissenschaft. Wie verhält sich das zusammen? Und so glaube ich, sollte auch das, die Meditation und Wissenschaft in Menschen beide da sind und beide funktionieren müssen. So müsste ich sagen, auch diese Gelassenheit ist in Menschen da. Er kann nicht erkämpfen durch Leistung, er kann es nur erleben, gerade indem er gelassen ist. Und das wünsche ich euch, diese Gelassenheit, wie ich schon öfters in anderem Zusammenhang sagte, eine heitere Gelassenheit. Damit möchte ich dann abschließen. Also nächste Woche wird dann Zen an der Reihe sein.